Hey, random. Meine Fresse, klein Timmy, kannst du dir nicht mal was Neues überlegen damit? Okay, Idiot. So habe ich das nicht gemeint. Anyway, heute reden wir mal über einen Cartoon, der meiner Meinung nach super underrated ist. Aber teilweise auch etwas sehr bekannt ist, aber auch irgendwie nicht. Reden wir doch mal über einen klassischen Nicktoon aus den 90ern. Oh, wie originell, random, wie originell. Werden bestimmt die ein oder anderen sagen. Aber ich denke wirklich, dass dieser Cartoon etwa ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und falls ihr den Titel gelesen habt, stimmt ihr mir vielleicht damit zu oder fragt ihr euch, ernsthaft, das ist doch ein Kultklassiker. Und natürlich reden wir über den einzigen Cartoon, über den diese zwei Statements irgendwie etwa wahr sein können. Und zwar Rocko's Modern Life. Was ich so sehr an Rocko's Modern Life schätze, wie ich die Show als Ganzes etwa ansehe, erfahrt ihr hier. Doch erstmal, um was geht es in Rocko's Modern Life, aka Rocko's modernes Leben? Und nein, es geht nicht um den Charakter Rocko aus Pokémon. Bitte hört auf mit diesen Witzen. Bitte. Kurz gesagt, es geht um den titelgebenden Charakter namens Rocko. Dieser ist aus seinem Elternhaus mittlerweile raus und fängt etwa die ersten Schritte an im Erwachsenenleben. Doch das Erwachsenenleben ist nicht so, wie Rocko es sich vorgestellt hat. Und deutlich komplizierter, härter, anstrengender und brutaler. Also eine sehr, sehr relatable Show, wenn man das sich so überlegt. Aber natürlich, wenn man etwa jünger ist, würde man das erstmal nicht denken. Und das ist etwa ein Kernpunkt, den ich etwa ansprechen will. Rocko's Modern Life ist einer dieser Shows, meiner Meinung nach, zumindest von meiner Erfahrung her, die irgendwie mit dem Alter deutlich besser wird. Das klingt zwar sehr paradox, aber lasst es mich erklären. Rocko's Modern Life kann sehr relatable sein. Wenn man etwa ins Erwachsenenleben reinkommt, ist man ziemlich oft abgefuckt von ein paar Dingen oder findet man das einfach nur anstrengend. Man denke an Steuern, man denke an Nebenkosten und so weiter und so weiter. Und 40 Jahre arbeiten, da freut man sich ja schon fast. Wuhu! Und das greift Rocko's Modern Life wirklich gut auf. Es versteckt nicht etwa die Sachen und sagt wirklich, ja, das Erwachsenenleben kann hart sein und ist auch hart. Und diese Härtigkeit ist wirklich nicht so dolle. Aber dennoch vergisst dieser Cartoon nicht, dass man auch etwas Spaß haben soll. Und so ist er oft wacky, aber kann oft etwa die Slice-of-Life-Elemente gut handhaben. Und für die Leute, die nicht wissen, was Slice-of-Life ist, basically stellt uns etwa ein Cartoon so vor wie Hey Arnold. Ein klassischer Slice-of-Life-Cartoon, der zwar mit seinen Charakteren und Designs hier ziemlich wacky as fuck sein kann. Ich meine, Arnold hat einfach ein Football-Head, das ist ziemlich wacky. Aber trotz dessen waren die Stories immer sehr bodenständig. Nie wurde es richtig super wacky, nie wurde es richtig so cartoony, wenn man mal das überlegen würde bei solchen Designs von Charakteren. Oder die große Pause, aka Disney's Recess, auch ein sehr gutes Beispiel für Slice of Life. Und Rocko's Modern Life ist meiner Meinung nach das Slice of Life, für das Erwachsenenleben, aber mehr mit wackigen Cartoons sind. Denn John Murray, der Macher hinter der Show, ist definitiv ein Cartoonist pur und pur. Damit meine ich, er geht wirklich voll in out mit den wacky Elementen. Das ist nun etwa die übertriebenen Charakterdesigns oder die cartoony wacky Jokes oder auch paar Elemente, die definitiv nicht so bodenständig sind wie die Hölle. Ja, die Show konnte etwa die Hölle zeigen, aber halt eben als The Hack oder so ähnlich. Eine clevere Pun muss es zugeben. Eine wirklich clevere Pun. Und das macht auch diese Show irgendwie sehr besonders. Denn man würde mal denken, ein Cartoon würde eher mehr in eine dieser Richtungen gehen und es wirklich eher mehr committen. Klar, es gibt Cartoons, die etwa in ein paar dieser Richtungen gehen, aber auch mal ihre wacky Elemente haben. Denken wir doch mal etwa an Recess, also die große Pause von Disney, wo es eine Episode gibt, wo der Main-Charakter mehr oder weniger wahnsinnig geworden ist, weil er etwa in einen Kreis hitten muss. Das war ziemlich wacky und ein bisschen verstörend, wenn wir mal ehrlich sind. Und Rocko's Modern Life sagt aber eines. Nein, ich möchte beides machen. Und schafft Rocko's Modern Life beides gut zu verbinden oder mal eins überzusteigen und das andere mal wegzulassen? Nun, nicht immer, aber sehr oft. Und dieses sehr oft ist wirklich ein großes Kompliment meiner Meinung nach. Denn auch wenn ich erwähnt habe, dass viele Cartoons oder viele Shows etwa versuchen, eher mehr eine dieser Richtungen zu gehen, gab es natürlich etwas von Shows davor oder auch danach, die versucht haben, beides irgendwie zu verbinden oder zu mixen. Und manchmal ging es gut, die meisten Male ging es aber eher weniger so gut. Man denke mal an sowas wie Fishhooks von Disney. Und ja, wenn ihr daran euch nicht mehr erinnern könnt, ihr habt alles richtig gemacht. Aber um nochmal auf Rocko's Modern Life zurückzukommen, ich muss auch sagen, nach meinen Rewards für dieses Video bin ich wirklich überrascht, mit wie vielen Dingen sie etwa weggekommen sind. Man denke mal etwa an die Hotline-Jokes, über eine bestimmte Hotline, wo Rocko kurz mal etwa arbeitet. Und das wird sehr stark impliziert. Zwar nicht outright gesagt, aber wir wissen alle beim Rewards, ja, das wurde gemeint. Und für die Leute, die nicht wissen, was ich damit meine, es hat einfach diese Episode, aber ich denke mal, die meisten kennen diese Episode. Es hat die
eben etwa ein typisches Beispiel von, oh mein Gott, dieser Nicktoon aus den 90ern war so pervers, oh Gott. Und ja, Rocko's Modern Life hat seine perverten Jokes, manchmal direkter, manchmal indirekter. Und ja, manche von diesen zünden nicht immer und eine ist sogar ein bisschen fraglich, aber gut. Aber nein, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Rocko's Modern Life nur auf diesen perversen Humor etwa eingeht oder auf Puns. Rocko's Modern Life hat etwa einen Humor, der definitiv deutlich mehr ist als das. Man denke mal an den cartoonigen Slapstick manchmal in manchen Episoden oder auch an ein paar guten einfach Joke-Witzen, die etwa sogar an die Classic-Side von SpongeBob erinnern. Und dass die etwa an die Classic-Side von SpongeBob erinnern, ist auch kein Wunder. Immerhin hat Steven Hillenburg hier etwa seinen ersten großen Gig gehabt in der Cartoon-Branche bzw. Animationsbranche und konnte später durch seine Arbeit bei Rocko's Modern Life Nickelodeon eine kleine Show pitchen, die ihr bestimmt noch nie gehört habt, namens SpongeBob SpongeBob. Ein sehr großer Indie-Cartoon, der meiner Meinung nach sehr unterschätzt ist. Schade, dass so wenige Leute davon was gehört haben. Aber das bringt mich auch wieder auf eine andere Sache. Der Artstyle. Meine fucking Güte ist der Artstyle so spaßig. Er ist wacky, er ist cartoony und das liebe ich. Wenn ihr etwa meine Cartoon-Reviews oder generell meine Videos zu Animationsstuff und so weiter geschaut habt, wisst ihr, ich bin ein großer Fan, wenn Cartoons so einen wackigen Artstyle haben. Ich habe nichts dagegen, wenn die etwa einen anderen Artstyle versuchen, der nicht so wacky ist, aber ich bin ehrlich, ich bevorzuge den wackigeren Artstyle als ein paar der simpleren oder anderen. Und auch Rocko's Modern Life hat diesen und er ist großartig. Aber kommen wir doch mal jetzt zur Synchro kurz. Ich habe mir etwa sowohl die deutsche Synchro etwa gegeben, nicht alle Episoden, aber ein paar, und etwa die englische. Und meiner Meinung nach sind beide Synchros wirklich gut. Ich persönlich bevorzuge die englische, da die Stimme von Rocko einfach wie die Faust aufs Auge passt. Aber die deutsche ist definitiv nicht schlecht. Und man hört mal ein paar bekannte Synchronsprecher, die man auch in anderen Shows gehört hat oder aus anderen Sachen kennt. Und das ist wirklich schön. Also, egal ob ihr es im O-Ton schaut oder es etwa in der deutschen Synchronversion nimmt, ihr macht damit nichts falsch, wirklich. Also, beides ist wirklich empfehlenswert. Doch wie kann man jetzt nun etwa die Show abschließend beschreiben? Nun, meiner Meinung nach ist es etwa eine Show, die sich wirklich oft getraut hat. Manchmal hat es wirklich gut geklappt, manchmal eher weniger. Es gibt Punkte, die mich etwa abgenervt haben, besonders etwa den Crossout, den man hier etwa eingebaut hat, der definitiv generell sehr stark relevant war für die Nicktoons der 90er. Man denkt mal an Rugrats und so weiter. Und ja, für so eine Show wie Rocko's Modern Life passt der Crossout-Humor nicht. Ich bin zwar jemand, der Ren und Stimpy verteidigen würde, da ich wirklich etwa vieles von diesem Cartoon halte. Mehr dazu etwa im eigenen Video zu diesem Cartoon. Hust, hust. Link dazu in der Infocard. Hust, hust. Aber so eine Show wie Rocko's Modern Life oder sogar auch SpongeBob brauchen definitiv kein Crossout. Der ist einfach nur out of place und passt einfach nicht für diese Show und verringert irgendwie den Unterhaltungswert bei einem Rewatch. Ich meine, wer schaut sich etwa so eine Episode an wie der Splinter? Es ist eine langweilige Episode und der Crowdsound hilft da nichts. Aber ja, es gibt bestimmt viele Leute, die schon Rocko's Modern Life mal gesehen haben oder irgendwann mal etwa eine Episode gesehen haben. Und wie die Leute, die nicht wissen, ob sie diese Show schauen sollen, ich kann die definitiv euch empfehlen. Es ist ein interessanter Mix aus zwei Erzählarten, die wirklich gut etwa zusammenpassen hier. Zwar sind nicht alle Episoden etwa wirklich gut, also es gibt manche Episoden, die ich definitiv eher weniger empfehlen würde und etwas skippen würde, aber dennoch ist es ein wirklich unterhaltsamer, guter Cartoon mit sehr viel Herz. Und mal kurz am Rande, wir müssen auch über den Netflix-Film reden, denn meiner Meinung nach ist dieser Netflix-Film wirklich gut. Wir haben auch etwa einen Invader Zim Netflix-Film, der deutlich besser ist meiner Meinung nach, da er definitiv ein runderes Ende ist für die Serie, während dieser Rocko's Modern Life-Film mehr oder weniger etwa einen die Hoffnung gibt, vielleicht pickt up Netflix es für ein paar neue Seasons, wäre es schön definitiv, aber ich denke auch etwa als solches ist der Rocko's Modern Life-Film von Netflix definitiv gut. Der Artstyle wurde sehr treu nachgemacht, die originalen Creators sind wieder da, die originalen Stimmen sind, glaube ich, auch wieder da, in der deutschen Synchro leider nicht. Also, großes Daumen hoch meinerseits, aber schaut das definitiv bitte erst am Ende, da viele der Punkte definitiv das Ende aufgreifen von der Originalshow und definitiv ein paar Arcs etwa zum Ende bringen, auch wenn es nicht etwa der Arc von Rocko ist. Aber hey, definitiv unterhaltsamer, guter Film. Aber jetzt seid ihr dran. Habt ihr schon Rocko's Modern Life gesehen? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Findet ihr meine Review, hat etwa der Show das wirklich etwa recht gemacht? Oder findet ihr, ich habe wieder einfach mal Nonsens gelabert und Bullshit gelabert? Das und vieles mehr, lasst es mich doch alles gerne in die Kommentare wissen. Wenn ihr mehr Lust habt auf Videos wie diese Cartoon, Rambles und so weiter, oder auch ein paar Ranking-Videos, oder auch mal ein paar Outside-Videos über ein paar Filme oder Videospiele, dann abonniert doch gerne den Kanal. Wow, ich klinge so cringe, wenn ich das sage. Aber bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!